Bis Ende März will der Bundestag über eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht gegen das Coronavirus abstimmen. Diese könnte dann im Juli oder August 2022 in Kraft treten. Im letzten Clip haben wir uns angeschaut, wie Immanuel Kant und wie der Utilitarismus in dieser umstrittenen ethischen Frage argumentieren würden. Heute betrachten wir die Argumente des Deutschen Ethikrates aus seiner Empfehlung vom 22. Dezember 2021 und ordnen sie Kant bzw. dem Utilitarismus zu. Zunächst ein kurzer Rückblick auf die beiden ethischen Positionen Kant und Utilitarismus. Bei Kant steht die Freiheit und Autonomie des Menschen im Mittelpunkt. Er würde sehr wahrscheinlich eine Impfpflicht mit Verweis auf die Zweck-an-sich-Formel des kategorischen Imperativs und dem daraus resultierenden Instrumentalisierungsverbot von Menschen ablehnen. Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht wäre im Unterschied zu einer freiwilligen Impfung eine Rechtspflicht. Eine Rechtspflicht dient laut Kant dazu, die Freiheit jedes Einzelnen vor der nötigenden Willkür anderer zu schützen. Eine fehlende Impfung, zumal eine Impfung ohne ausreichende Fremdschutzwirkung, schränkt die Freiheit anderer Menschen aber nicht ein. Die Entscheidung für oder gegen eine Impfung betrifft damit die autonome Lebensführung eines Menschen und fällt nicht in den Aufgabenbereich des Staates. Der Utilitarismus könnte eine Impfpflicht mit Blick auf mögliche positive Folgen für alle Betroffenen befürworten. Im Idealfall, nämlich dann, wenn die Impfung den Geimpften gut vor einer Ansteckung, einer weiteren Übertragung des Virus und einem schweren Krankheitsverlauf schützt, würde eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht das Wohlergehen aller Betroffenen maximieren. Ob dies jedoch tatsächlich der Fall ist, ist bereits angesichts der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante umstritten. Werfen wir zuletzt noch einen Blick auf die Argumente des Deutschen Ethikrates und schauen, ob es sich dabei um deontologische oder utilitaristische Argumente handelt. Wenn es sich um eine deontologische Argumentation handelt, taucht ein kleiner Kant hinter dem Argument auf. Handelt es sich um eine utilitaristische Argumentation, ein kleiner Taschenrechner. Teilweise werden auch Gerechtigkeitsaspekte angesprochen, die sich keiner der eben dargestellten Positionen zuordnen lassen. Bei diesen Argumenten siehst du eine kleine Waage. Ich habe mich bemüht, die Argumente des Ethikrates möglichst prägnant und verständlich zu formulieren. Den Link zum Originaldokument findest du in der Infobox. Betrachten wir zunächst die Argumente, die gegen eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht sprechen. Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die persönliche Freiheit, in das Recht auf Selbstbestimmung und in die körperliche Unversehrtheit. Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht ist weder ein geeignetes noch ein erforderliches Mittel zur Herbeiführung einer kontrollierten endemischen Situation. Um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden und die Pandemie zu kontrollieren, reichen alternative Instrumente wie Tests oder 3G- bzw. 2G-Kontrollen aus. Die Impfbereitschaft lässt sich ohne allgemeine Impfpflicht erhöhen. Zukünftig können neue antivirale Medikamente gegen Covid-19 vor einem schweren Verlauf schützen. Unter den Bedingungen der Delta-Variante ist zudem die Fremdschutzwirkung durch Verhinderung einer Infektiosität geimpfter Personen geringer als ursprünglich erhofft. Angesichts neuer Varianten wie Omikron muss die Wirksamkeit der Impfstoffe im Hinblick auf den Schutz vor schweren Verläufen beobachtet werden. Die aktuell verfügbaren Vakzinen könnten eine geringere Wirksamkeit gegenüber Omikron haben. Die Risiken durch den SARS-CoV-2-Erreger unterscheiden sich je nach Personengruppe. Menschen im hohen Alter und mit bestimmten Vorerkrankungen haben besonders hohe Risiken für schwere oder tödliche Verläufe und brauchen deutlich häufiger intensivmedizinische Behandlung als jüngere, gesunde Menschen. Laut Divi-Intensivregister ist ein weit überwiegender Teil der intensivpflichtigen Corona-Patienten über 60 Jahre bzw. über 50 Jahre alt. Eine gesetzliche Impfpflicht führt zu nicht angemessenen bzw. zu unzumutbaren Belastungen. Es könnten durch die Impfung Komplikationen auftreten, die über erwartbare Impfreaktionen hinausgehen. Die Pandemie kann mit einer Impfpflicht unter Umständen nur dann effektiv bekämpft werden, wenn mehrere Auffrischimpfungen verabreicht werden.
So müssten gegebenenfalls mehrfache unfreiwillige Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit erfolgen. Auf der sozialen bzw. politischen Ebene sind ebenfalls problematische Folgen zu befürchten, wenn ungewollte Nebenfolgen der Impfung, wie zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, eintreten. Die Gruppe der Impfgegner könnte so weiteren Zulauf erhalten oder sich weiter radikalisieren. Die derzeit verfügbaren Impfstoffe schützen schon angesichts der Delta-Variante weniger wirksam vor schweren Verläufen, als dies anfangs erwartet wurde. Zukünftige Varianten könnten diesen Effekt verstärken. So könnte bis zu einer Anpassung der Impfstoffe keine signifikante Entlastung der Intensivstationen erzielt werden und weitere Schutzmaßnahmen mit freiheitseinschränkendem Charakter für alle müssten aufrechterhalten bleiben. Es gibt also viele bedeutende Unsicherheitsfaktoren. Es gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Sie wären von einer gesetzlichen Impfpflicht auszunehmen, könnten jedoch durch den Nachweis ihrer Ausnahmestellung bloßgestellt und diskriminiert werden. Eine allgemeine Impfpflicht kann in freiheitlich-demokratischen Rechtsstaaten nur sehr schwer umgesetzt bzw. mit schwer zu rechtfertigenden Mitteln durchgesetzt werden. Angesichts der hohen Zahl überzeugter Impfverweigerer sind zudem massenhaft Verfahren zu erwarten, die die Verwaltung auf viele Jahre beschäftigen würden. So könnte der Eindruck entstehen, der Staat sei mit der Pandemiebewältigung überfordert. Dies könnte zu noch mehr Populismus und Politikverdrossenheit in Teilen der Bevölkerung führen. Es sind mehrere negative gesellschaftliche Folgen einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht möglich. Eine solche Impfpflicht könnte den Einstieg in einen zunehmenden gesundheitspolitischen Paternalismus bedeuten. Die Impfpflicht könnte auch auf andere Impfungen oder außerhalb einer pandemischen Krisensituation ausgeweitet werden. So könnte ein gewisses Anspruchsdenken entstehen, dass der Staat Bürger vor Gesundheitsrisiken schützen müsste, für die üblicherweise jeder selbst verantwortlich ist. Man könnte sich zudem nicht mehr aus Gründen der Solidarität freiwillig für eine Impfung entscheiden. Menschen würden sich weniger selbst mit Prävention und Gesundheit auseinandersetzen. Eine Impfpflicht könnte ein falsches Sicherheitsgefühl und riskantes Verhalten von Geimpften entstehen lassen, was Schwierigkeiten bei der Pandemiebewältigung zur Folge hätte. Die Einführung einer Impfpflicht, die zuvor kategorisch ausgeschlossen wurde, kann zu einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung führen. Eine zunehmende politische Eskalation ist denkbar. Es könnte zu Straftaten zur Vermeidung der eigenen Impfung kommen. Die Annahme, in einer globalisierten Welt durch nationale Alleingänge wesentliche Veränderungen im Pandemieverlauf herbeizuführen, ist naiv. Es wäre gerechter und sinnvoller, impfwillige Menschen in unterversorgten Weltregionen mit Impfstoff zu versorgen, als impfunwillige Menschen hier in Deutschland. Nun zu den Argumenten für eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht. Bei einer allgemeinen Impfpflicht handelt es sich zwar um einen schwerwiegenden Eingriff in die persönliche Freiheit, das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit und die körperliche Selbstbestimmung, dennoch ist die Impfpflicht geeignet und in Ermangelung anderer ebenso wirksamer Alternativen erforderlich. Sie ist außerdem angemessen, allen zumutbar und insgesamt verhältnismäßig. Es besteht kein prinzipieller Vorrang der körperlichen Unversehrtheit gegenüber anderen Rechten und Freiheiten. Die körperliche Unversehrtheit darf, wenn auch nur mit sehr guten Gründen, eingeschränkt werden. Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit verletzt zudem nur dann die Würde des Menschen, wenn es um reinen Fremdschutz geht oder einwilligungsunfähige Personen betroffen sind. Aufgrund der enormen Zahl komplikationsloser Impfungen und der sehr seltenen schweren Nebenwirkungen ist die Eingriffsschwere gering. Mit der Delta-Variante und gegebenenfalls weiteren, noch ansteckenderen Varianten wird eine deutlich höhere Impfquote notwendig, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und die Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Die Überlastung der Intensivstation führt nicht nur für ungeimpfte Menschen zu einer bedrohlichen medizinischen Versorgungssituation, sondern auch für geimpfte Menschen sowie potenziell für alle, die intensivmedizinische Versorgung benötigen.
Geimpfte Menschen werden einem weitgehend vermeidbaren Risiko ausgesetzt, nicht nur durch die indirekten Effekte eines überlasteten Gesundheitswesens, sondern auch durch ein starkes Infektionsgeschehen, das zu gesundheitlichen, sozialen und anderen Einschränkungen führt. Künftige Notlagen durch weitere Infektionswellen, durch saisonale Abnahme der Immunität und Varianten wie Omikron können durch eine Impfpflicht verhindert werden. Gerade wenn der qualitative Impfschutz sinkt, muss der quantitative Aspekt des Impfschutzes, möglichst hohe Impfquoten, voll ausgeschöpft werden. Nur so können auch diejenigen geschützt werden, die immungeschwächt sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Sehr hohe Impfquoten mindern auch das Risiko, dass gefährliche Virusvarianten entstehen. Nur mit einer Impfung möglichst vieler Menschen kann die Entstehung und Ausbreitung von Virusvarianten nachhaltig unterbunden werden. Es geht im Kern um die Güterabwägung zwischen dem Schutz vor einem Eingriff in die körperliche Unversehrtheit Einzelner und den Interessen der Allgemeinheit. Dazu gehört nicht nur der Schutz vor Ansteckung und der Gesundheitsschutz, sondern auch das Intakthalten der verschiedenen Gesellschaftsbereiche der Bildung, der Wirtschaft, der Gastronomie, der Kultur und so weiter. Der Freiheit des Einzelnen, sich für oder gegen eine Impfung zu entscheiden, muss das Wohl der gesamten Gesellschaft gegenübergestellt werden. Lässt sich die Pandemie nicht unter Kontrolle bringen, müssen individuelle wie kollektive Freiheiten weiterhin eingeschränkt werden. Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht führt daher zu einer insgesamt positiven Freiheitsbilanz, sowohl individuell als auch kollektiv. Es ist wichtig, die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Geimpfte Menschen, die später oder gar nicht behandelt werden, weil Einrichtungen des Gesundheitswesens durch ein hohes Aufkommen von Covid-19-Patienten überlastet sind, erleiden gesundheitliche, teils lebensbedrohliche Nachteile und Schäden. Auch zukünftige Belastungen infolge wiederkehrender Einschränkungen durch Schutzmaßnahmen müssen begrenzt werden. Diese betreffen die ökonomische, psychische und soziale Lage vieler Menschen. Vor allem Kinder und Jugendliche sind durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie enormen Belastungen ausgesetzt. Eine allgemeine Impfpflicht kann die soziale, kulturelle und ökonomische Normalität wiederherstellen und regelmäßige starke Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens verhindern. Ein erheblicher Teil skeptischer Menschen wird sich mit einer allgemeinen Impfpflicht ohne größere Konflikte impfen lassen. Eine Impfpflicht könnte die aktuellen gesellschaftlichen Konflikte dämpfen, auch weil dann in Zukunft kein zusätzlicher moralischer und/oder sozialer Druck mehr aufgebaut werden müsste, da die gesetzliche Pflicht ausreichen würde. Die Bürger könnten so mit guten Gründen unterschiedlicher Meinung sein, es gelten aber für alle die gleichen rechtlichen Regeln. Dies könnte positive Effekte auf die wachsende Polarisierung und die teils empfundene Atmosphäre von Bedrohung und Misstrauen haben. Die wohlerwogene Einführung einer allgemeinen Impfpflicht kann als Übernahme von politischer Verantwortung und Handlungsfähigkeit des Staates gedeutet werden. Eine gesetzliche Impfpflicht wird zudem inzwischen von einer Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. An dieser Übersicht sehen wir sehr deutlich, dass der Deutsche Ethikrat in seiner Empfehlung zur allgemeinen Impfpflicht fast ausschließlich utilitaristisch, nämlich mit der Abwägung möglicher Folgen für alle Betroffenen argumentiert. Der Deutsche Ethikrat befürwortete die Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht auf wesentliche Teile der Bevölkerung mehrheitlich. Auf der Grundlage der hier dargelegten ethischen und rechtlichen Argumente und Bedingungen empfiehlt er mit 4 Gegenstimmen die Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht über die bestehende einrichtungsbezogene Impfpflicht hinaus. 4 der 24 Mitglieder stimmten also gegen eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht, 20 dafür. Die Meinungen bezüglich des Umfangs einer solchen Impfpflicht gingen ebenfalls auseinander. 7 der 20 Befürworter sprachen sich für eine Impfpflicht für besonders vulnerable Gruppen wie Ältere oder Vorerkrankte aus. Unter anderem wurde diese Empfehlung damit begründet, dass eine solche Impfpflicht ausreiche, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden. Besonders gefährdete Personen zur Impfung zu verpflichten, sei zudem verhältnismäßig.
Da ältere und andere Angehörige von Risikogruppen individuell höhere Risiken hätten, intensivpflichtig zu werden, wiese eine Impfung für sie einen besonders hohen persönlichen Nutzen auf, sodass ihnen eine verpflichtende Impfung auch eher abverlangt werden könne. 13 der 20 Befürworter sprachen sich für eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht ab 18 Jahren aus. Nur so sei eine Beherrschung der Pandemie, das heißt das Erreichen einer kontrollierten endemischen Situation, möglich. Zudem seien sehr hohe Impfquoten auch notwendig, um das Risiko des Entstehens neuer gefährlicher Virusvarianten abzusenken. Im Bundestag wird derzeit über die allgemeine gesetzliche Impfpflicht debattiert und über verschiedene Umsetzungsvarianten diskutiert. Wie ist deine Meinung? Bist du für oder gegen eine Impfpflicht? Schreibe deine Gedanken zu diesem umstrittenen Thema sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Positionen der Medizinethik, deontologische versus teleologische utilitaristische Ethik, kannst du dein Wissen zu Kant und zum Utilitarismus jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!